So, heute wie versprochen, Punkt 6 Uhr sind wir auf dem Trail. Die Nacht war so warm. Also, ich glaube, das tiefste waren 26 Grad, 25 Grad vielleicht irgend so. Heute werde ich das ein bisschen anders gestalten. Ich habe jetzt 3 Stunden Fußweg vor mir, bis um 9 halt so, zu einer Quelle, die auch noch fließt. Das Problem ist halt, wenn es halt so knallig heiß ist, dass so kleine Rinnsale und ja eben auch Wasserquellen versiegen, verdunsten, ist halt nichts mehr da. Und hast da Pech. Deswegen gucke ich immer die Kommentare durch der nächsten Wasserquellen, die eingezeichnet sind in der App, und lese. Ja. Und bei vielen steht schon da, also ich würde mich nicht drauf verlassen, also es ist nur noch ein bisschen drin und ja. Dementsprechend also nochmal von vorne 3 Stunden jetzt laufen. Dann komme ich in diese Spring, da habe ich gelesen, es sind 2, 3 Plätze fürs Zelt. Dann werde ich den Tag abbrechen, die Hitze so gut wie es geht irgendwie überstehen im Zelt. Mal sehen, wie ich das machen werde. Und dann ja, den Tag zur Nacht mache. Weil heute sind auch einige Nighthiker an mir vorbeigelaufen. Uhrzeit weiß ich nicht, aber es war sehr früh. Und das werde ich heute genauso machen. Wie viel Uhr ich dann letzten Endes abends losgehe, weiß ich noch nicht, das sehe ich. Aber ich werde halt nicht bei wieder anstehenden 36 bis 37 Grad hier rumwandern. So habe ich mich entschieden für heute, so werden wir mal verfahren. Und ja, ich muss ja ein bisschen durchtesten, das nützt ja nichts, ne? Wetterbericht sagt heute noch genauso, morgen auch. Dann soll es gewittern. Dann soll es ein bisschen abkühlen, auf so 30 Grad soll es dann runtergehen und dann mal 27 und Ding. Naja, ist Sommer, was soll man sagen? 7 Meilen später, das sind auch 10 Kilometer, haben wir das Objekt der Begierde erreicht. Und die Eichhörnchen. Hier. Spring. Gucken wir uns mal ein wenig um. So. Ich lege jetzt mal kurz meinen Rucksack ab. Und dann checken wir mal aus, wo die Quelle ist. Oh, der Rucksack, ja. Also wenn du hier nur mit leichtem Gepäck unterwegs bist, ist das auch kein Stress. Och, Viechzeug, ne? Furchtbar. Sind schon wieder da. Ja, es ist aber echt so viel angenehmer einfach, wenn es noch nicht die 30 Grad Marke gesprengt hat. Ja, das haben wir jetzt 7 Meilen gemacht. Angenehme Meilen, ich meine, ich habe auch geschwitzt, aber noch lange nicht so utopisch wie gestern. So, und dann machen wir heute nochmal irgendwie. Ja, hier ist ja ideal. Also hier ist ja richtig gut. Also zumindest schon mal die Quelle, ja. Also hier Wasser fließt, wie man sehen kann. Richtig geil und nicht wenig. Hier unten hast du einen kleinen Pool, wo du dich ein bisschen frisch machen kannst, ein bisschen abkühlen kannst und ein Fußbad nehmen kannst. Geil. Oh ja, hier ist schön. So, wie sieht das hier aus mit der Fläche? Gut, ich meine, ich penne hier nicht, aber ein bisschen gerade soll es doch sein. Es ist jetzt, ja, es ist Punkt 9 eigentlich jetzt. Es ist eine angenehme Temperatur, 28 Grad noch oder so. Da kannst du schon noch laufen. Also ich sage mal, bis um 10 kannst du laufen, ab 11 wird es dann schon wieder kriminell. Aber jetzt noch weiter zu laufen wäre dumm, weil für die nächsten 12 Meilen kommt nichts mehr. Also da werde ich auch gut Wasser mitnehmen müssen heute Nacht, heute Abend, wie auch immer, wann ich halt losmache, um gewappnet zu sein und einfach auch auf Trail Magic zu hoffen, um ab und zu mal ein paar Wasserkanister stehen zu sehen. Ja. Ja.
baue jetzt erstmal hier unten auf ein bisschen und dann, ja, es ist ein komisches Gefühl, jetzt früh am Morgen schon ein Zelt aufzubauen. Aber, ja, einen Tag hier zu verbringen. Aber ich muss es einfach mal durchprobieren, wie das am besten passt für mich im Sommer zu laufen, von der Zeit her. Und deswegen machen wir das heute so und fertig. Ja, ist eigentlich schon alles sehr dicht bewachsen oben. Also ich hoffe mal, dass ich hier einigermaßen Schatten habe. Und ja, selbst wenn es halt so heiß wird, dann gehe ich an die Quelle und halt meinen Kopf rein oder meine Füße oder was weiß ich. Ja, der ist komisch jetzt, ne? Aber man muss sich eben einfach auch den Gegebenheiten anpassen. Ich erinnere, wo ich ja, im Frühling noch oder so März, April noch um 6 los bin, das war schon auch noch geil immer. Sonnenaufgängen und so. Also müsstest du heute halt noch ein Stück weit eher aufstehen. Also es wird halt ziemlich schnell hell. Du schrottest dir halt so ein bisschen deinen Rhythmus mit diesem Night Hiking, ja. Also mit Schlaf und Regeneration ist das halt so eine Sache. Ich schlafe halt gern. Und ich schlafe halt heute tagsüber. Oder probiere zumindest, dass ich da nach ein paar Stunden irgendwie rein schlafen kann, auf gut Deutsch. Und dann Kraft habe nachts oder abends halt dann die 12 Meilen noch zu wandern. Ich meine, das ist ja kein Dauerzustand. Hoffe ich. Also es wird ja jetzt keine monatelange Periode hier geben, wo es ständig 36, 37 Grad hat. Das wäre schon sehr krass. Ja, ich melde mich im Laufe des Tages nochmal. Ich habe mir jetzt eine Tasse Schokolade gemacht. Frühstück habe ich schon. Und dann lege ich mich in mein Zelt und mache die Augen halt einfach nochmal zu. Fertig. Mittag mache ich dann Mittag. Und dann springe ich in meinen Pool. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Alles klar. Bis dann. Leg doch irgendwo ab, ich tu dir nichts. Stachelschweinchen. Komm, ich würde gerne mal weiter. Komm, Freund. Wie du rumhopst. Komm. Kumpel. So, jetzt bieg mal rechts ab. Oder nicht? Jetzt mit mir Gassi gehen. Ist das geil. Ich mit einem Stachelschwein durch den Wald. Nenn dich Borsti. Komm. Ich will dir nicht zu nahe kommen. Ja. Ciao, Kumpel. Mach's gut. So ein feiner Kerl. Hm? Ciao. So, dann an der Stelle auch mal einen wunderschönen guten Morgen. Oh ne, ich kann das nicht mehr hören, dieses wunderschöne guten Morgen. So, neuer Tag, neues Glück. Mittlerweile ist es hell, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe gestern den ganzen Tag noch hin und her überlegt, wie ich es nun machen soll. Gehe ich nachts oder abends los oder gehe ich früh los oder wie auch immer. 2 Faktoren haben dann meine Meinung so ein bisschen geswitcht. Zum einen ist es wirklich Regeneration und der Schlaf, der dann irgendwie ein bisschen durcheinander geworfen wird, wenn du halt nachts wanderst, wenn du sagst, du gehst um 10 los und wanderst durch bis um 5, 6 und machst den ganzen Tag gar nichts. So, das finde ich ein bisschen sehr kacke. Zum einen, zum anderen hat es gestern tatsächlich abends noch angefangen zu gewittern, ein bisschen. Also es hat jetzt nicht unfassbar viel geregnet, aber es war schon etwas nass. Dementsprechend schwül war es auch heute Morgen.
Ich habe mich dann dazu entschieden, um 3 Uhr morgens aufzustehen heute. Das habe ich auch getan. Ich war fit, ich bin um 7 Uhr die Augen zugemacht und habe dann bis um 3 gepennt. 4 Uhr bin ich los, bin jetzt ungefähr 2 Meilen, ein bisschen mehr, 5,5 Meilen habe ich jetzt gemacht in den 2 Stunden. Das ist ein guter Wert. Waren noch einige Anstiege dabei. Ich bin nass. Ja, und dann geht es halt straight zu dem Hostel hin. Das sind jetzt noch 12 Meilen, es ist 6 Uhr morgens. Ja, jetzt ist ja fast 6:30. Nach 2 Stunden eine kleine Pause gemacht und einen Riegel reingeschmissen. Aber ich glaube, das passt schon. Mal sehen, wie das Wetter heute wird. Ich habe immer noch keinen Service, ich weiß gar nichts. Und heute Morgen sah es auf einen Schlag so ein schwarzes, komisches Ding auf dem Trail. Das dann gesehen mit meiner Lampe. Und dann war das ein fettes Stachelschwein. Habe mich dann bloß angeguckt dumm und ist dann auf die Seite gegangen. Also das sind schon ganz schöne Oschis, ne? Also das sind schon groß. Dann war ich eine Stunde später das nächste Stachelschwein hier auf dem Trail. Das ist dann vor mir hergelaufen. Dann hat es mal kurz angehalten, hat gedacht, ich verfolge es halt. Ne? Dann hat man genau gesehen, wie das Stachelschwein dann ihre Stacheln dann so aufgestellt hat und mich so wegen angebleckt. Da sage ich, komm, wir beide nehmen denselben Weg, entweder du nimmst eine Abzweigung oder ich. Und irgendwann ist das Ding dann nach rechts abgebogen. Haben sich unsere Blicke nochmal getroffen, dann ging jeder seines Weges. Ja, so sieht das aus momentan. Also ich werde halt vielleicht in dem Hostel bleiben, je nachdem wann ich da ankomme. 12 Meilen zu gehen. Also ich schätze jetzt mal 11, halb 12. Irgend so um den Dreh. Den ich mir jetzt mal weiter aus dem Fenster. Kommt auf die Strecke an. Da ist irgendwo noch ein Biberdamm am Start. Da muss man irgendwie über Stock und Stein springen, dass man das überwunden hat. Also vielleicht gibt es dort nasse Schuhe noch. Und dann komme ich auch schon bald nach Port Clinton, wo ich mein Maildrop hingeschickt habe, mein Paket, das ich dann wieder weiterschicken werde. Und dann denke ich, werde ich auch einen Tag in Hamburg bleiben. Da gibt's in Hamburg, das ist noch 30 Meilen entfernt oder irgend sowas in den Dreh. In Hamburg, das ist ein etwas größeres Örtchen. Und da werde ich einkaufen, werde ich resupply, muss ich, und dann vielleicht ein Zero machen. Mal sehen. Gucken mal, wie es die nächsten Tage läuft, wie weit es entfernt ist. Und in dem Sinne sehen wir uns später wieder. Macht's gut, bis dahin. Water crossing, Beaver Dam ahead. Aha, okay. Ja, hier geht's los. Jetzt geht's irgendwie wohl Richtung Beaverdamm. Ich bin gespannt, es gäbe eine Alternativroute, aber die wird jetzt nicht wirklich empfohlen. Naja, wir werden sehen, ob wir vielleicht auch mal einen Biber zu Gesicht bekommen. Ein Stachelschweinchen oder Stacheltierchen oder wie auch immer. Guck mal hier. Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen, Kumpel. Da ist er wieder hier. Drehen wir mal so, zack. Da ist wieder der Kleine. Guten Tag, sag mal hallo. Ja, genug genervt. Ja. Sieht schon so ein bisschen. Nee, ist ein umgestürzter Baum, oder? Oder? Ja, wohl. Er ist schon so ein bisschen biberlastig hier, das Zeug da irgendwie. Gucken wir mal. Das sieht ja spooky aus hier ein bisschen. Ja, es ist übrigens 8:30. Wir haben jetzt knapp 12 Meilen gemacht. Also ordentlich. Und da fehlen uns jetzt noch 5 und ein paar zerquetschte bis zu dem Hostel. So. Aber ich denke, hier werden wir jetzt nicht mehr ganz so schnell unterwegs sein wie die Meilen zuvor. Weil da ging es relativ gut zu laufen. Und wenn ich jetzt höre, hier Sumpf und Biberzeug und keine Ahnung was. Naja, ich hole euch mal wieder dazu, wenn es soweit ist. Das ist wohl dieser Abschnitt, um den es geht hier. Gott, oh Gott. Ja, ist alles sehr tot hier. Wege sind ein bisschen schlammig. Und hier geht es eigentlich noch zu laufen.
Ochsenfrische. Alter. Bäm! Soll ich so da jetzt rübergehen oder was? Ja, schön. Alles klar. Wie läuft's Wasser? Scheiße. Ich werde nochmal zurückgehen und mir meine Sealskins anziehen und die Kamera wegstecken, weil sonst habe ich ein Problem. Tschüss. Kinderspiel. Kinderspiel. Alle Füße trocken. Ich habe nicht mal die Socken gewechselt. No wrist, no fun. Da war jetzt ganz witzig da. Ich muss mal gucken, ob ich in einer größeren Stadt nicht mal wieder so mir einen Kopf-Rig kaufe für die GoPro. Das ist mal geil zu filmen bei sowas. Ich habe eins zu Hause, aber aus Gewichtsspargründen ist das Ding das einzige. Nee, hat Spaß gemacht. Füße sind trocken, ich bin froh. Weiter geht's. Augenringe heute? Geht, hä? Jetzt ist der Akku eigentlich wieder leer. So. Guten Morgen. Ja. Es ist 10 Minuten vor 6 Uhr. Ja, vom Hostel habe ich gestern nicht mehr viel gefilmt, weil doch viele Leute auch da waren und so. Und es ist ja nicht so geil, da rumzufilmen und das mache ich nicht. Der Aufenthalt war ganz cool. 2 Pizzen gegessen gestern. Ja, geduscht auch, schön Wäsche gemacht natürlich, alles aufgeladen, bis auf den Akku hier in der Kamera. Den habe ich vergessen. Ja, ich hatte nachmittags auch keine Lust mehr groß noch weiter zu wandern, weil es waren ja doch schon 18 Meilen. Und ich war frisch geduscht und so. Und nee, da habe ich gedacht, komm, $15 für einmal Zelten, inklusive Dusche, Toilette natürlich und Wäsche machen. Das ist in Ordnung. Ich bin um 4 Uhr raus aus dem Nest und um 5 bin ich los. Heute geht es in eine steinigere Region. Also das ist sowieso schon alles hier sehr geil. Ja. Ich habe auch schon einen fetten Aufstieg hinter mich gebracht. Also 400 Höhenmeter waren es bestimmt. Direkt zu Beginn. Gleich mal wegen Spoddeln. Jo. Und dann geht es wieder rund heute. Ich weiß noch nicht, wohin mich die Füße tragen werden. Mal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall mehr als 15. Es ist früh am Tage und was ich gelesen habe, wird es heute auch nicht so sehr heiß. 28 Grad und es soll sehr windig werden heute. Wir lassen uns überraschen. Beeinflussen kann man es sowieso nicht, genauso wenig wie die Beschaffenheit der Wege. Von dem her geben wir jetzt erstmal Gas hier. 7 Meilen kommt ein Shelter, kann ich mein Wasser wieder auffüllen. Nach 11 Meilen kommt ein großer Shelter mit Dusche sogar und Pipapo. Also ein Riesenteil, wo wir schon mal einen hatten. Und da werde ich Mittag machen. Jo, so ist es. Stand der Dinge, Montag, heute schon wieder. Ist der Juni auch schon fast rum. Mensch, Zeit vergeht langsamer. Was soll denn das? Ja, bis dann. Ja, so wie das hinter mir hier aussieht, das blüht mir bald. Das hier ist einfach alles nur Geröll.
Stein. Rocky-Vania. Horror-Vania. Zum Glück sind die Steine einigermaßen groß, dass man da ein bisschen hoppen kann. Aber ein falscher Schritt. Fuß gebrochen. Beschwör's halt noch, ne? Naja. So wird es dann ausschauen. Glaube ich, denke ich. Also ich weiß nicht, ob es noch eine Stufe schlimmer geht. Schlimmer geht natürlich immer, bekanntlich. Alter Lachs. Da kommst du dir vor wie hier der Hobbit auf dem Weg nach Isengard. Warte. Ach nee, hier runter muss ich. Da ist der White Blaze. Ach du Scheiße. Okay. Ja. Ihr seht schon. Hier musst du dich wieder nur an Bäumen orientieren, weil Wege gibt es hier keine mehr. Nur noch eine riesige Steinlawine. Das heißt Steinlawine. Ein riesen Haufen Steine halt. Da lang. Mei, oh mei. So, jetzt schlägt es langsam. Zweites Frühstück. Zeit für zweites Frühstück. Aber jetzt muss ich erstmal ein Plätzchen finden. Naja, irgendwo werde ich schon einen Baumstumpf finden. Für eine kleine Stärkung. Ja, du musst dich gleich abfinden damit. Du kannst es nicht ändern. Steine sind da und aus, fertig, aus, Amen, Äpfel, Ende. Till he taught her how to shoot. Daddy didn't play no games, wouldn't let her trade her name for a fake I do. Boy, you better know what you're getting into. This ain't no shotgun wedding that you're used to. The target is you. And you labor standing all alone at the altar. Daddy's daughter got a smell. Hey Mistkäfer, ist das nötig? Müsst ihr das machen? Nehmt ihr hier auf dem Berg eure Spreados mit hoch, nur damit ihr hier Blödsinn machen könnt, oder? So was selten Dämliches, ohne Sinn und Verstand. Also, ganz ehrlich. Wer weiß, wer den sucht oder wen der sucht, so rum. Es ist 11:30. Ich habe gerade hier Mittag gemacht an dem kleinen Plätzchen. Kleines Campsite hier. Wir sind bei Meile 1197 oder sowas. Wir fallen die erste Runde, weil der Wind ganz schön geht, weil ihr müsst aufpassen. Das bedeutet, wir sind voll drin im Rocky Horror-Vania Abschnitt. Und es ist schon echt sonnig. Also es geht schon extrem auf die Füße. Dieses Ausbalancieren und gucken, wo du hinsteigst und so. Du läufst wie so ein kleiner Besowski. Junge. Jawohl, voll drin jetzt, ja. Eigentlich habe ich mir neue Schuhe gekauft. Also mit den alten Paar Schuhen hier. Nee. Dann hast du hier keine vernünftige Dämpfung und irgendwie vernünftig Grip. Lass es sein. Naja. Der Stein ist dein Freund, der Stein ist dein Freund, der Stein ist dein Freund. So musst du denken, Kopf ausschalten, durch und ciao. Grüße, ihr lieben Leute. Oh, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, es ist 4:30 um den Dreh rum. Wir sind da, wo wir hin wollten, in dem kleinen Camp, was früher mal ein Shelter war, aber Überreste gibt es hier keine mehr. Aber dafür eine Wasserquelle und alles ist in Ordnung.
kurz den Tag zusammengefasst. Es war nicht so heiß. Es war geil. Also zum Laufen, meine Energie ist irgendwie auch wieder da. Wenn es keine 36 Grad hat, sondern 28 oder so, komischerweise. Ne, war echt gut zu laufen. Also ich bin um 5 los. Jetzt ist es 4:30. 10,5 Stunden auf dem Trail gewesen heute und haben gemacht 22 Meilen, 35 Kilometer, 3000 Fuß, 1000 Höhenmeter. Heute mal wieder. Also heute war sportlich, aber war schön. Auch mit dem Wind und so weiter war geil. Weil zum Teil hast du das eigenes Wort nicht verstanden, weil das zu laut ist dann auch irgendwo. Aber nee. Genau, also alles ist in Ordnung soweit. Ich habe hier schon aufgebaut, wie ihr sehen könnt. Ich habe auch schon Wasser geholt. Muss man sich auch wieder hart erarbeiten, das Wasser, aber das kennt ihr mittlerweile schon. Ja, dann gibt es so eine kleine Traurigkeit zu erzählen. Eine Traurigkeit. Und zwar, ihr erinnert euch an das Mittag, wo ich gemacht habe, so gegen 11:30, Mittagessen. War halt so eine kleine runde Feuerstelle, so wo ich da ankam. Ja, wie soll ich sagen, habe ich nicht komplett alles abgecheckt. So, die Umgebung, wie ich es eigentlich sonst mal mache. Von diesem Feuerring, also von diesem Kreis quasi, gingen 4 Wege weg. 4. 2 mit Blazes, also Süd und Nord logischerweise, und 2 Alternativrouten, aber die haben mit dem Trail nichts zu tun gehabt mit dem AT. Nichtsdestotrotz, nachdem ich fertig war mit dem Essen, war ich mir hundertprozentig sicher, in welche Richtung ich muss. Und dackel so vor mich hin und alles schön und so. Ne? Und dann ducke ich mich auch immer wieder und dann sehe ich einen Ast hängen. Sehe ich mir, dieser Ast, habe ich gerade ein Déjà-vu? Das gibt's doch gar nicht, den habe ich schon mal gesehen. Ein Ast, wo bemerkt. Der hing und ich musste mich bücken und musste unten durchkraxeln. Und dann habe ich mir gedacht, ey, warte mal kurz, ne? Aufgemacht. Dachte ich, das kann nicht sein. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Zwar nicht weit, also das waren nur 0,3 Meilen oder sowas. Aber die musste hier nur zurücklaufen. Da hast du gleich mal 0,6 Meilen, also bist du gleich mal 1,5 Kilometer für die Katz gelaufen. Das ist mir noch nie passiert. Aber es sieht halt mit diesen dämlichen Steinen alles gleich aus. Und vor allem, wenn du dann an diesem Feuerring sitzt und denkst, das ist alles fertig und so, und dann machst du dich wieder in die Richtung auf, wo du denkst, du musst hin. Und dann war es verkehrt. Ich musste erstmal komplett lachen. Ne? Dachte ich, hey, verarscht du mich jetzt eigentlich? Oder was ist da los? Aber dann habe ich nochmal geguckt und dann entsprach das der Tatsache, dass ich die falsche Richtung eingeschlagen habe. Nur da ist noch nicht Schluss. Als ich dann wieder zurückging, war ich natürlich dementsprechend ein bisschen frustriert und dezent sauer auf mich selbst. So, das bedeutet, die PS-Anzahl in meinen Füßen, die hat sich natürlich durch diesen Adrenalin- und Wut- und Aggressionsanteil in meinem Körper erhöht quasi. Und ich habe ein bisschen mehr Gas gegeben, um eben die Zeit, die ich verloren habe, wieder ein bisschen zu kompensieren. So. Dann bin ich umgedreht und bin unter diesen Ast wieder durch und so. Und dann bin ich weitergelaufen und war einfach nur froh, dass es nicht so weit war. So, kurz hier in Klammern setzen, die Geschichte. Dann laufe ich weiter und weiter und weiter und setze irgendwann mal meinen Rucksack ab und will was trinken, wollte mal ein Regelchen reinschmeißen. Und dann begutachte ich so meinen Rucksack und sehe ich, ey, da fehlt was. Hat mir dieser Ast oder irgendwas anderes, wo ich mich gebückt habe und weiter raus, hat er mir meinen Regenschirm rausgezogen. Also der ist nicht im Rucksack, der ist am Rucksack außen dran, in einem Netz quasi. Ja? Und da waren die Zeltstangen drin, oder sind die Zeltstangen drin, die sind Gott sei Dank noch da. Und der Regenschirm in einem so einem Trockensack quasi. Ja. Zu spät gemerkt, wer weiß, wo der liegt. Ich habe halt nur die Hoffnung, dass hier nochmal einer vorbeikommt. Das ist der Appalachian Trail. Sieht das Zelt hier vielleicht oder was, ne? Und sagt, hey, vermisst du einen Regenschirm oder ein Umbrella oder was weiß ich. Ja, ansonsten freut sich halt der Nächste, der hat halt einen schönen Regenschirm und einen schönen Sonnenschirm. Ich muss mir halt einen neuen kaufen, weil die sind schon wirklich gut, muss ich sagen. Und ja, mega ärgerlich. 2 Dinge. Einmal verlaufen heute, also halt nicht verlaufen, in die falsche Richtung gelaufen. Regenschirm weg. Aber was willst du machen? Mit Verlusten ist zu rechnen, Verschleiß ist immer. So,
Ja. So viel zum heutigen Tage. Was war noch? Ja, ich habe mir noch ungefähr 5-mal, ja gut, sagen wir mal 6-mal, runden wir mal auf, 6-mal mein Zeh angehauen heute. Guck mal, ich zeige euch das mal noch, weil ich gerade meine Sandalen an habe. Also das ist original, ne? Rechte Seite. Das ist auch, ja, also hier sieht man schon, auf der linken Seite, der ist hier ein bisschen dicker. So, der ist auch stiff, also es geht, ne? Und der ist halt hier einen halben Zentimeter oder was länger als der Idiot hier. Und dann ballert der natürlich immer als Erste gegen die Steine. Ja. Nur 3-mal von diesen 6-mal Anstoßen habe ich richtig dezent geschrien, ungefähr so. Und der Rest, den habe ich unterdrückt. Also das ging dann. Genau. Aber der wird mir bleiben wahrscheinlich, der Schmerz in meinem kleinen Zeh da vorne. Muss ich mit leben. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Päuschen verdient, weil wir heute echt gut Meter gemacht haben und gut Höhenmeter auch. Und bin sehr zufrieden, bis auf die kleinen Peinlichkeiten nebenbei. Ja, und was willst du machen? Zum einen findest du vor 2 Tagen unter Blättern $20. Ne, hat mich gestern direkt mal den Hostelaufenthalt gekostet mit Duschen, Laundry und ne, passt. Und dann verlierst du heute dann deinen dämlichen Regenschirm. Gleicht sich im Leben alles aus. So, morgen aufstehen, aber nicht so zeitig. Ich habe 13 Meilen zu Port Clinton. Genau, da kann ich mir Zeit lassen, weil dieses Postamt, wie gesagt, 12:30 Uhr erst aufmacht. Das reicht, wenn ich dann dort bin um diese Uhrzeit und mein Paket weiterschicken kann. Dann werde ich mal sehen, was das für eine dämliche Straße ist. Wenn das ein Highway ist, brauche ich einen Shuttle. Ja, ansonsten auf dem Highway brauchst du nicht trampen. Und dann werde ich zu dem Micro-Hotel mich machen. Und da ist in der Nähe Gott sei Dank ein Walmart. Da kriegst du halt alles Walmart. Vielleicht auch einen Rig für die GoPro gucken, ob sie da was haben vielleicht. Das ist schon auch ganz geil, gerade wenn es ans Klettern dann geht, Katarin oder irgendwas. Und ja, Futter halt, na, ganz klar. Ich überlege mir jetzt nur noch ein paar Minuten, ob ich jetzt einen Tag mache, also so ein Nero oder halt 1,5 Tage mit einem Tag frei. Nebenbei. Also ich bräuchte es theoretisch nicht, ich fühle mich gut, ich fühle mich super, ich bräuchte jetzt keine große Pause. Ja, außer die Schulter merke ich wieder ein bisschen, aber das ist halt ganz normal, ne? Wenn du einen Kasten Bier immer schleppst. Ja, überlege ich mir noch. So viel dazu und ja, genau, so sieht es aus am Dienstag und ich halte jetzt mal den Mund und wir sehen uns morgen früh wieder in aller Frische. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und goodbye! Grüß Gott, am Dienstag heute, einem wunderschönen Tag, in dem steinigen Gebirge der Appalachen. Die Steine sehen wir jetzt gerade nicht, die sind alle unter Farn versteckt, beziehungsweise gönnen sie sich gerade auch auf dem Weg eine kleine Auszeit, aber ich bin schon wieder einige Meilen nur auf der Hölle gelaufen. Sehr gut geschlafen, bis um 5. Auch da hätte ich noch weiter schlafen können, safe. Am Morgen schlafen wir uns schön aus. Bin um 6 Uhr losgelaufen, die ersten 4,5 Meilen gemacht, habe mein Wasser aufgefüllt und jetzt sind es noch, gut, ich bin jetzt schon eine Stunde nach der Pause unterwegs. Mal vielleicht noch so 7,5 Meilen in etwa. Und so lange kommt auch keine Wasserquelle mehr. Das bedeutet, ich habe jetzt noch 2 Fläschlein, 1 Liter auf dem Rücken zu tragen, weil hier ist einfach alles komplett trocken. Wenn jetzt gerade drüber laufen, das war mein Flusslauf oder so ein kleiner Bach. Komplett trocken. Führt nichts mehr. So, jetzt wird es wieder rocky hier. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass mir die Füße mehr wehtun gestern im Zelt, weil ich da so ruhig da lag und so.
weil ich es halt auch noch kenne von vor noch ein paar Monaten mit den anderen Schuhen und so. Da haben die Füße gebummert und gearbeitet und gemacht. Aber ich muss sagen, merke ich nichts. Also die neuen Schuhe mit der besseren oder ja, stärkeren Dämpfung sind schon worthy, sind schon absolut wert hier. Sehr geil. Oh, ständig dieses Riegelgefresse, ne? Das ist auch schon ganz schön belastend und es ist einfach auch nicht gesund. Jeden Tag die künstlichen Proteine und Zucker und Zeug reinzuschmeißen. Aber mei, man muss halt irgendwas essen. Ein Nero heute. Morgen machen wir nichts. Morgen ist Entspannung angesagt. Haben wir uns verdient. Der letzte Zero ist schon ein paar Wochen her. Bin ja nicht immer gleich weitergelaufen. Eingekauft. Wann war denn mein letzter Zero? Gott. Schon 3 Wochen her sein. So, von dem her habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Das passt schon. Strahlend blauer Himmel. Schöner Sommertag. Und vielleicht gibt es ja in Hamburg, in dieser City, ein kleines Freibad, wo man morgen mal reinspringen könnte. Ein bisschen schwimmen wäre geil. So für die Gelenke einfach auch und so. Mal sehen. Wäsch, Futter kaufen, direkt in Walmart. Springen, Vitamine bräuchte ich ein paar, Magnesium brauche ich. Zahnbürste brauche ich eine neue, Zahnpasta brauche ich. Ja, reißt nicht ab. Ja. Naja gut. Ja, Ausblicke gab es bis heute auch noch nicht viele. Nicht einen wohl bemerkt. Aber es geht jetzt auch gerade Richtung Port Clinton entgegen. Und hast du Bescheid. Und ich mache die nächsten paar Meilen. Und dann sehen wir uns später, wenn ich angekommen bin. Bis dann. Ups, here we are again. Close to Port Clinton. Oh Gott, ich habe mal einen normalen Untergrund. So ein Kies-Gravel-Untergrund unter mir. Oh Gott, das wird zum Laufen jetzt. Ich würde schweben jetzt. Ich werde jetzt schweben den Rest bis zum Postamt. Ja, ich habe den ersten Teil der Rockyvania Mountains hier hinter mich gebracht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man da so ein bisschen hochschaut. Nee, na. Naja, auf jeden Fall geht's da, ich sag mal, 300, 400 Höhenmeter hoch und natürlich auch runter. Und das war steil. Alter Bärlauch. Das war steil. So kleine Schritte. Oder jeden Moment gedacht hast, hier sprengst die Kniescheiben raus. So viel Druck ist da teilweise drauf und es ist alles loser Kies. 2-3 Mal Glück gehabt, dass es mich nicht gelegt hat. Aber gut, es ist kurz vor 12 jetzt. Ich sehe schon wieder. Was ist denn das? Okay. Ich sehe schon wieder Bahnschienen. Hier geht's nach Port Clinton. Ja, das passt, ich muss hier rein. Alle klar, dann gehen wir jetzt hier mal runter. Wie sieht denn das aus? Kann ich hier die Kamera halten, ohne dass es mich legt? Es geht natürlich gleich weiter. Also wir probieren mal unser Glück. Vielleicht halte ich jetzt die Kamera zum letzten Mal in der Hand. Oh Gott, das ist aber fast nicht hoch. Na, da jetzt auch mit der Kamera runterlaufen muss, so Riesenheld. Also gleich. Ich kann keine Steine mehr sehen. Ich brauche eine Steinpause. So, servus. Bimmel, Bimmel. Where I am right now. So, gehe ich Richtung Annahme. Ich muss die Bahngleise überqueren, richtig? Wie lang darüber? Ist das die Brücke? Ach, tatsächlich. Ist schon krass, ne? Also, ich meine, es ist keine Großstadt jetzt hier. Oh,
stinkt das. Aber hier ist ja trotzdem Bahnverkehr. Wir sind da. Schauen wir mal. Mal erst kurz eine Kleinigkeit essen gehen. Oder direkt zum Post Office. Aber ich glaube, das halbe Stunde, dreiviertel Stunde macht das erst auf. Wieso glänzen denn die Steine hier so? Das ist ja übel. Siehst du das? Hier Bergbau? Ach du Heiler, was ist das für ein krasses Steinchen? Sehr glatt. Famous Reading Anthrazit ist das. Das ist original Anthrazit abgebaut, oder? Anthrazit. In ihrer ursprünglichen Form. Haben wir das auch mal gesehen. Oh, dort sind sie schon wieder am Fischen. Hier ist ein kleiner River lang. Na ja, gut. Dann gucken wir mal, ob wir unser Zeug finden, unsere Gebäude. Und dann sehen wir uns später. Es ist schon wieder so warm. We are there. Wir sind angekommen im Microtel. Das ist, glaube ich, schon das 3. Microtel auf meiner Reise. Ich glaube, ich bleibe 2 Nächte. Ne? Heute Zero, es ist fast schon 3. Heute Zero, morgen Zero. Heute schlafe ich auf dem Bett, morgen auf dem Bett. Nein, Quatsch. Ich mache nicht mehr Arbeit, als es unbedingt notwendig ist. Sowieso schon wieder dumm, dass ich 2 Betten habe, aber es ist halt Booking.com. Ja. Was willst du machen? Pro Nacht zahle ich jetzt ungefähr $85. Nicht das billigste Etablissement, aber es ist sauber und es ist sehr zentral. Also ich habe sogar gar nicht mal so weit zu einem Aldi. Ich könnte morgen mal in der Aldi gehen. Also ich weiß nicht, ob ich heute noch großartig Bock habe, einkaufen zu gehen, weil ich bin irgendwie ein bisschen durchgelutscht. Ja, also mein Paket ist jetzt quasi auf dem Weg nach New York. 200 Meilen in etwa. Und da nehme ich es dann wieder mit oder je nachdem, ob ich es brauche oder nicht. Das werde ich sehen. Ich weiß ja, was drin ist. Genau. Also angekommen sind wir. Das ist schon mal geil. Also direkt neben dem Hotel ist ein kleines Gebäude, ist ein Pub. Da kannst du schön Chicken Wings essen, vielleicht nachts oder so und vielleicht auch was trinken gehen. Ja. Yeah. War abenteuerlich jetzt hierher, weil ich mir gedacht habe, ach komm ey, die $5 für das Shuttle sparst du dir jetzt, nachher ist du wieder ewig unterwegs und musst ewig warten. Und dann habe ich mich entschieden, komm, wir gehen einfach auf dem Highway. Also in Deutschland dürftest du das nicht machen, glaube ich. Also da würde dich jedes 2. oder 3. Auto anhupen oder dir so einen hier zeigen. Weil, ja gut, teilweise ist es halt doch ganz schön gefährlich und laut. Es ist halt schon gut Betrieb auf dem Highway, ne? Also es ist Autobahn bei uns. Aber war okay, waren jetzt 2 Meilen Autobahn, die ich gelaufen bin. Haben wir das auch mal gemacht und dann bin ich links dann runter Richtung Microtel. Genau, hier bin ich jetzt, ich bin schon im Zimmer. Das heißt schon, es ist ja auch schon 3 vorbei, also von dem her ist alles schick. Genau. Also ich mache heute nicht mehr viel, ich habe jetzt gegessen, ich bin voll gefressen. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal in die Richtung zu laufen bei der prallen Hitze und einzukaufen. Ich habe jetzt gut was dabei. Und das mache ich morgen, wenn es nach dem Frühstück. Also hier ist Frühstück wieder mit dabei, so ein bisschen halt. Mensch, und dann gehen wir einkaufen. Gehen wir entweder in Walmart. Ich muss mir sowieso mal ein bisschen was zusammensuchen, was ich wirklich dringend brauche. Also nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere Sachen. So viel dazu. Habe ich auf dem Weg hierher im Wald noch einen älteren Herr getroffen, der hat ewig mit jemandem telefoniert, weil ich habe da kurz Pause gemacht und dann bin ich weitergelaufen und dann spricht er mich an und ob ich von dem Unfall gehört habe, der wohl in Pennsylvania, in den Appalachen passiert sein soll. Da sage ich, nee, was passiert? Da ist irgendwie ein Hiker abgestürzt
oder schlimm gestürzt oder wie auch immer und kam ums Leben dabei. Also ich habe davon noch gar nichts gehört. Wenn, dann ist es natürlich extrem traurig. Ich meine, Leute kommen immer wieder mal um auf dem Trail oder wie auch immer. Es sind einfach mal 3.500 Kilometer und es waren dann jährlich 10.000 Leute drauf. Also dass da mal einer irgendwie verschwindet oder sich verletzt oder wirklich dumm stürzt oder was, das ist ja irgendwie auch, ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? Ja, aber der hat da ein bisschen nachgelesen, da hat mich gefragt, ob ich davon was gehört habe, sage ich, nee. Wurde ja schon mal einer vermisst, das war in Georgia damals noch, das war ein Diabetiker. Aber den haben sie Gott sei Dank wieder rechtzeitig gefunden. Ja. Aber puh, mein, ist halt so. Sache, das ist so heftig teilweise. Ein falscher Schritt. Muss schon aufpassen. So. Ich chill jetzt erstmal ein bisschen und dann